Die Herbststraße, nach deiner Erinnerung, war noch bis vor kurzem eine Fahrradstraße und ist es jetzt offiziell nicht mehr. Die Schilder sind abgeschraubt. Die Herbststraße ist ja die erste Fahrradstraße in Bremen gewesen, wie wir gerade gelernt haben. In Deutschland sogar. In Deutschland überhaupt. Ja, und das wäre schon mal unsere allererste Frage nach unserer Reise jetzt, dass wir offizielle Stellen anfragen müssen. Warum ist die Herbststraße keine Fahrradstraße mehr? Fahrradstraße, Wachmannstraße. Sie ist breit genug, mehr als 4 Meter. Mehr als 4 Meter auf jeden Fall. Das ist auch vor allen Dingen gut, weil es ja eine Einbahnstraße ist. Also bei einer Weitrichtungsfahrbahn müsste es sogar 6 Meter sein, aber so reicht das auf jeden Fall. Und wie man sieht, ist es eine viel befahrene Achse. Ne? Ja, das ist natürlich. auch toll. Also, das ist die Hauptschneise nach Borgfeld, Lilienthal, Horn raus. Wissen wir eigentlich, wie viele Fahrradfahrer pro Tag da durchkommen? Deutlich mehr als Autos. Deutlich mehr. Ich habe auf einer Website eine Zahl gefunden, dass wir nicht mehr als 3000 Fahrräder pro Tag haben. Also Hier, hier, genau. Aber leider gab es dazu keine Zahl zum Autoverkehr. Das war ein bisschen schade, weil das ist ja immer in den Richtlinien, heißt es ja, das Fahrrad sollte eigentlich sozusagen überwiegend dort fahren, also mehr als Autos. Ist auch garantiert. Also das ist da brauche ich nicht mein Gefühl zu bemühen. Das sieht man einfach. In dieser Straße. Alleine die Strecke, die wir gefahren sind, wie viele Fahrräder uns entgegenkamen, wie viel wir auf unserer Strecke waren. Und dann diese gefühlt 6 Autos, die uns entgegenkamen, weil es ja eine Einbahnstraße ist. Ja. Wäre doch eigentlich schön, wenn man irgendwann mal eine Zählanlage hier bekommen könnte für Autos und Fahrräder, um einfach mal eine Woche zu messen und dann eine Idee zu haben, die sich vielleicht nicht verallgemeinern lässt, aber eine deutliche Indikation geben würde. Ne? Aber warum? Warum sollte man nochmal um das nochmal zu verifizieren? Also das ist also eine echt bombige Fahrradstraße. Wichtig wäre, dass man sagt, was war vor der Fahrradstraße, vor der Einführung und was haben wir ein paar Jahre später? Ist es ein Erfolg? Umgefahren worden von einem Lastwagen aus Tschechien. Ehrlich? Ja. Wie das? Das nur hinter mir. Ne? Ja. Schade. Ich habe gesagt, wenn man erstmal drin ist, wollte ich sagen, ist man eigentlich sicher. Aber das ist ja noch ganz deutlich Ich hatte die Hand so weit raus Ja. und dann kam die von hinten an und fuhr Mit dem da Lieferwagen. rein. Die Spur ist relativ breit dann, sodass du immer in diese Situation kommst, dass doch einer drückt. Ja. Weil das für die Autofahrer irgendwie nicht klar ist. Also da ist zwar dieses Zeichen und das. Ich finde es haptisch nicht so gut erfahrbar, wenn du so willst. Ja, und vor Oder allem wie auch 90% der Autofahrer haben keine Ahnung, was das Schild Fahrradstraße bedeutet. Die Anwohner alle Scheiße schreien, weil da ganz viele Parkplätze dann verloren gegangen werden. Ja, wenn man eine 4-spurige Straße zu einer Fahrradstraße gemacht hätte. Oder aber man hätte die parkenden Autos alle weghauen müssen und dann da, wo sie jetzt parken, das wäre dann ein Fahrradweg gewesen auf der Straße. Also abgezeichnet, meinetwegen auch rot angemalt, wie auch immer. Dann hätten die Autos aber auch wieder überholen können. Ja. So, das war die Frage. Aber es war politisch gewollt Fahrradstraße. Und dann musste man es natürlich so einrichten. Dann wieder mit Parkplätzen, aber mit den üblichen Drängelsituationen. Ne? Ich stelle einfach fest, verdammt, ich frage mich, ja, wie ist das jetzt hier rechts vor links? Da hinten war es so, hier ist es so, wie ist es jetzt vielleicht hier? Und führt einfach dazu, dass ich nicht durchfahre, sondern vorsichtiger fahre. Was einerseits gut ist. Auf der anderen Seite geht auch ganz viel Aufmerksamkeit darauf, irgendwie mitzukriegen, was jetzt gerade hier ist. Also für jemand, der vielleicht wie du sehr die Regeln kennt, ihr wisst sofort, was angesagt ist. Für mich ist es aber permanent eine neue Situation. Und das finde ich durchaus auch unangenehm. Aber du hast recht, das ist nochmal ein Punkt, den man nochmal überlegen müsste, inwieweit durch ein Fahren durch Bremen und plötzlich ist man in einer Fahrradstraße, man total, ich sag mal, regelsicher sein muss, um immer zu wissen, jetzt bin ich in der Fahrradstraße, da ist das, habe ich da Vorfahrt, habe ich nicht Vorfahrt, ne, weil es alle möglichen Varianten gibt. Ja, also auf relativ kurze Entfernung. auf kurze Entfernung relativ viele Veränderungen
wer war. Und dann auch noch das Ganze noch kombiniert mit einem Haufen von Leuten, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten. Alleine die wenigen Minuten, die wir jetzt hier stehen und wie viele Leute uns hier auf dem falschen Fahrradweg entgegenkamen, ne? Die dann hier so rumeiern und dann mal wieder auf die rechte Seite. Ne? Hi, hi, moin, moin, lieber Ex-Schüler. Ja, alles gut. Kai, ne? Kai? Ja, genau. Kai, ja. Ohne Fahrrad wäre das nicht Du bist Postbote? Ich bin Postbote. Ja. Jetzt schon fast 15 Jahre. Echt? Ja. Fahrradstraßen eine gute Einrichtung, hier zum Beispiel, wo wir an der Parkallee stehen? Im Grunde finde ich das eine gute Einrichtung, ja. Ich weiß noch nicht, ob es hier so viel Sinn macht, weil es, auf der einen Seite, also die Fahrradwege sind hier ja und breit genug im Grunde. Ne? Also hier weiß ich jetzt nicht, ob es Sinn macht, aber ansonsten, weil die Autofahrer ja doch warten müssen dann hinter einem, ne? Und dann eventuell auch ungeduldig werden und ja. Und dann nicht einsehen, warum der Fahrradfahrer nicht auf dem Radweg ist. Ne? Ja, Hat genau. man schon mal angehupt, ne? Also hat man schon mal gehabt, ja. Klar. Ist dann ein bisschen ungemütlicher, ne? Ja, klar. Also dann fühlt man sich natürlich gleich unter Druck gesetzt, ne? Und ja. Ja, aber dieses hier, das ist dann in dem Sinne ideal gestaltet. Ne? Jetzt müsste man nur dafür sorgen, dass auch das Verkehrsschild wieder lesbar ist. Ne? Die Fahrradstraße, da hat man jetzt also die Ausnahmeregeln überklebt. Das heißt, ein Auswärtiger könnte denken, aha, hier darf ich gar nicht rein, es ist eine Fahrradstraße. Wenn ich eine übergeordnete Zielsetzung als Stadt, als Gemeinde verfolge und sage, ich möchte den individuellen Autoverkehr ein Stück limitieren und ich möchte einen Anreiz schaffen für Fahrradverkehr, dann kann ich auch macht es auch Sinn, aus der Durchgangsstraße eine Fahrradstraße zu machen, weil ich eine übergeordnete, längerfristige Zielsetzung habe. Als ich das hörte, dass es Fahrradstraßen wird, war ich total begeistert. Und weil mir das vorher aufgefallen war, wie stark der Baumbestand in Mitleidenschaft gezogen ist seit der Automobilisierung, hatte ich die Hoffnung, die Straße wird total neu gemacht mit Seitenanlagen, dann wird doch garantiert aufgeforstet. Und dann kriegte ich den ersten Plan zu Gesicht und war total enttäuscht, dass kein einziger Baum nachgepflanzt wurde. Wenn ihr hier mal darauf achtet, es gibt Bilder aus den 50er Jahren, habe ich zufällig ein altes Schwarz-Weiß-Bild mal in die Finger gekriegt. Die Humboldtstraße ist ein grüner Tunnel. Also es war ein dichter Baumbestand, ganz normal. Also eine der seltenen Straßen, die total dicht mit Bäumen bestanden war. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das Ganze so funktioniert. Dann wird geparkt, vorwärts, rückwärts, da gab es noch nicht diese Eisenbügel. Irgendwann war der Baum so geschädigt, dass er abgesägt werden musste. Wenn er abgesägt war, wunderbar, freuten sich die Leute, hatten Parkplätze. Ihr müsst euch vorstellen, da steht jetzt ein Baum. Der nächste Baum stand garantiert hier in der Einfahrt. Mindestens hier an der Stelle neben der Einfahrt, wenn hier eine Einfahrt ist. Der nächste Baum stand garantiert da, wo das Auto steht. Ja. Auf der anderen Seite das Gleiche. Und es gibt hier so Passagen, wo ihr seht, da ist der Baumbestand noch gut. Und dann gibt es wieder weite Strecken, da ist alles systematisch Hinten an der abgeholzt. Horner Straße. Weiter hinten. So, genau. Und unser Gedanke ist ja immer Stichwort Klimaveränderung, die klimagerechte Stadt. Man muss eigentlich dafür sorgen, an allen Stellen der Stadt, natürlich insbesondere in der Neustadt, da ist besonderer Bedarf, man muss sehen, dass man Grün in die Stadt kriegt, und zwar Straßenbäume, die ja in heißen Sommertagen wie heute dann Schatten spenden, sodass die Stadt sich nicht so aufheizt. Feuchtigkeit. Genau. Ne? Und im optimalen Fall rund um die Bäume Versickerungsflächen, dass also bei Starkregenereignissen auch Wasser versickern kann. Ja. Und hier hat man eine Jahrhundertchance verpaddelt. Da haben alle versagt, Beirat, Ortsamt, Anwohner. Wobei die Anwohner natürlich, ne, sie sind Täter und Opfer zugleich, freuen sich, wenn sie ihren Parkplatz vor der Tür haben. Aber wenn sie einen Parkplatz haben, haben sie eben keinen Baum. Und das guckt euch gleich mal so an. Es gibt da, wie gesagt, Stellen, wo man sagt, Mensch, ist noch super erhalten. So sah das mal auf der ganzen Straße aus. Und so ruiniert ist es jetzt eher hinten am Ende.
Es ist Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Da kommen wir immer wieder zurück. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich im Genau, hat sich Straßenverkehr so zu irgendwie verhalten, so ein bisschen mit dass Sinn und kein Verstand. anderer gefährdet, Ja, behindert oder belästigt wird. So, in diesem Fall hast du dich bestimmt mindestens belästigt, wenn nicht sogar gefährdet. Er hat versucht, mit Gegenverkehr auf dem Fahrrad sozusagen, alles nochmal auszutricksen. Ja, Und in der Hoffnung, wir würden alle abbremsen. Ja. Hier, Mindestbreite nicht am Kfz, am Radverkehr festmachen. Da hast du stehen, ne? Genau. Also und hier auch das Überholverbot habe ich hier auch nochmal für die Humboldtstraße mit Fragezeichen, Ja, ne? Dass wir das nochmal diskutieren bei der Begegnung deiner Art. Ne? Ja. Also wenn hier ein Überholverbot wäre, dann wäre das nicht passiert. Wenn man sich entscheidet, hier reinzufahren, dann weiß man tuckelt hinter den Fahrrädern her. Ja, ganz genau. Darfst nicht überholen. Oder du machst sie strafbar. Ja. Da das jahrelang mein täglicher Arbeitsweg war, kenne ich hier fast jede Gehwegplatte, die wackelt. Und mir ist immer wieder aufgefallen, genau wie in der Humboldtstraße, dass also durch die Automobilisierung der Baumbestand, der mal wunderschön war, sehr regelmäßig eine Pracht-Lindenallee sozusagen, dass das also sehr zerstört ist, ruiniert an einigen Stellen. Ein Teil dazu hat beigetragen, dass die maroden Radwege aufgehoben wurden. Also man hat die einfach nicht mehr renoviert und man hat die Fahrradfahrer einfach auf die Straße geschickt. Dadurch kommen die Autos immer näher an die Bäume ran. Vorher war das ja verboten, auf dem Radweg zu parken. Und jetzt stehen sie, wie man hier sieht, etwa 40, 50 Zentimeter neben dem Baumstamm. Das heißt, das gesamte Wurzelwerk der Bäume ist sehr stark verdichtet, versiegelt. Und man muss von Glück sagen, wenn die Autos nicht auch noch beim Einparken ständig irgendwie gegen die Bäume fahren und die Bäume dann also langsam dazu bringen, in die Knie zu gehen. Ja, und dann kommt irgendwann ein Baumgutachter und sagt, der Baum ist nicht mehr verkehrssicher. Und dann kommt die Säge und schon hat man wieder einen Parkplatz mehr. Also und so schreitet die Zerstörung quasi des Baumbestandes in der Stadt schreitet voran, wenn nicht systematisch wieder nachgepflanzt wird mit Baumschutzbügeln und allem drum und dran.